In meiner Fantasie bin ich mit meinen Freunden auf dem Olgora und wir fahren den Ski herunter. In meiner Fantasie bin ich in einer anderen Welt. Ich stelle mir vor, dass ich am Strand liege, alles ist perfekt und die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Ich liebe es. Fantasie hilft mir, meine Angst zu überwinden. Und sie kann alles. Für mich ist die Fantasie ein Zufluchtsort, wenn ich traurig bin. Meine Träume lassen mich fliegen und ich schaue von oben auf die Menschen, die ich liebe, meine Heimat herab. Wenn ich mich abends schlafen lege, freue ich mich auf meine Träume und darin die Menschen wiederzusehen, die ich in dieser Welt für immer verloren habe. Die Fantasie ist das Wichtigste neben dem echten Leben. Es ist der Ort, an den ich flüchten kann, wenn es mir schlecht geht. In meiner Fantasie kann ich mir coole und übernatürliche Dinge vorstellen. Dank meiner Vorstellungskraft habe ich gelernt zu träumen und nie die Hoffnung aufzugeben. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue, in meine Fantasie einzutauchen. Mit Hilfe von der Kraft der Fantasie können meine größten Träume wahr werden. In meiner Fantasie bin ich in einer anderen Welt, nämlich in einer Welt, in der meine größten Träume und Wünsche wahr werden können. In meiner Fantasie bin ich in einer Welt, wo nur ich den Schlüssel dazu habe. Liebe Zuseher, diese Geschichte handelt von der Kraft der Fantasie. Wer diese Kraft hat viele Bilder in seinem Kopf. Dazu dienen sicher Geschichten und Bücher. Aber ich glaube, nicht in jedem Buch steckt so viel Kraft wie. Aber seht selbst.
das Mädchen in dieser Geschichte? Hat Krach mit ihren Eltern. Es geht ums Aufräumen und um schlechte Schulnoten. Ich sage ja, wie in einer ganz normalen Alltagsgeschichte. Medi liebt Pferde und freut sich deshalb immer wieder aufs Reiten. Heute darf sie aber nicht, weil ihr Zimmer nicht aufgeräumt ist und weil sie in Mathe eine 5 geschrieben hat. Das ist der Anfang. Aber wie gesagt, seht selbst. Ja, was ist denn das? Bist du verrückt geworden? Andrea, komm schnell. Ich habe dir gesagt, dass du in diesem Saustall nicht lernen kannst. Was hast du jetzt davon? Medi, dein Vater hat recht. Diese Schularbeit musste ja in die Hose gehen. Du musst das unbedingt wieder ausbessern. Für heute ist auf jeden Fall das Reiten gestrichen. Und das Zimmer wurde auch jetzt sofort in Ordnung gebracht. Was? Ihr streicht mir das Reiten? Und das alles wegen dieser blöden Mathe-Schularbeit? Dabei habe ich mich echt bemüht. Nächstes Mal wird es bestimmt besser klappen. Bitte, bitte lasst mich reiten gehen. Kommt nicht in Frage. Sieh nur, wie es hier aussieht. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Medi setzt sich traurig an den Schreibtisch und zieht in ihr Chaos. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time, and this time I know it's for real. I've fallen in love. God knows I've fallen in love. It's strange, but it's true. I can't get over when you love me like you do, but I have to be sure when I walk out the door. Oh, I want to break free. Oh, I want to break free. But life still goes on. I can't get used to living without you. Last night, I don't want to live alone. God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see? I've got to break free. Medi fängt an zusammenzuräumen. Ja, es sieht wirklich wild aus, aber deshalb aufs Reiten verzichten zu müssen, findet Medi wirklich ungerecht und total übertrieben. Echt ein super Tag. Zuerst dieser Mathe-Käse und jetzt auch noch das da. Zusammenräumen, als ob das etwas bringen würde. Sie nimmt verschiedene Sachen und stellt sie an ihren Platz. Da entdeckt sie ihr altes, goldenes Märchenbuch. Sie setzt sich zum Schreibtisch und blättert es durch. Dabei kamen ihr viele schöne Erinnerungen. Ah, mein altes Märchenbuch. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. Da sehe ich gleich wieder das Rumpelstilzchen in meinem Kopf, obwohl in diesem Buch keine Bilder sind. Medi schließt ihre Augen, erinnert sich zurück an die Kindertage, als Mama ihr das Märchenbuch am Abend vorgelesen hatte, und sieht das Rumpelstilzchen ganz klar in ihrem Kopf. In diesem Moment klopft es an der Tür. Du hast gerufen? Hier bin ich. Was? Wer bist du und wo kommst du her? Zuerst rufst du
Und dann fragst du, wer ich bin? Ich bin Rumpelstilz. Du hast zwar Rumpelstilzchen gerufen, aber du hast mich gemeint. Diese Erwachsenen machen mich nämlich immer kleiner, als ich bin. Darf ich vorstellen, Herr Rumpelstilz ist mein Name und ich komme vom Planet Merkur. Was willst du? Das ist ja unglaublich. Rumpelstilz? Planet Merkur? Ich dich gerufen? Ja, wenn du mich in deinem Kopf siehst, dann rufst du mich. Keine Kraft der Welt ist stärker als die Bilder in deinem Kopf. Übrigens, es sieht fürchterlich erregend. Nein, ich meine furchterregend aus wie bei dir. Fang du nicht auch noch damit an. Ruf mal Rotkappe her, die kann dir sicher helfen beim Zusammenräumen. Das ist nämlich ihr Hobby. Wer? Rotkappe. Ach ja, du kennst sie natürlich nur unter dem Namen Rotkäppchen. Sie ist eine große Freundin von mir. Man kann sie doch nicht kleiner machen. Immer diese Erwachsenen. Also du meinst, ich muss mich nur an sie erinnern? Ich weiß genau, wie sie aussieht und sie wird kommen. Versuch es. Medi schließt noch einmal die Augen und stellt sich Rotkäppchen vor, so wie sie sich Rotkäppchen immer vorgestellt hat beim Vorlesen des Buches. Und siehe da, es klopft wieder an der Tür. Du hast mich gerufen. Hier bin ich. Das ist ja unglaublich. Völlig verrückt. Rotkäppchen! Rotkappe ist mein Name und nicht Rotkäppchen. Mein voller Name ist ja Frau Rotkappe Schön. Aber das weiß man natürlich nur auf dem Planet Merkur. Die Menschen hier auf der Erde sind einfach zu dumm dafür. Igitt, wie es hier aussieht. Bin ich denn da gelandet? Ah, hallo Rotkappe. Nein, es sieht nicht besonders ordentlich hier aus. Weißt du, Medi hat zwar die Kraft, uns herzuholen, aber nicht die Kraft, die Ordnung zu machen, die ihre Eltern wollen. Ah, das verstehe ich. Wer hat schon diese Kraft und noch dazu in deinem Alter? Also Medi, wenn du willst, helfe ich dir, Elternordnung zu machen. Aber zuerst musst du mir noch verraten, wie du es geschafft hast, mich hierher zu holen. Naja, also es steht in diesem Buch drin und daran habe ich mich erinnert. Das ist das alte Buch der Großmutter. Hier ist es also, wenn das die anderen wissen. Woher kennt ihr das Buch? In diesem Moment klopft es an der Tür. Rotkappe und Rumpelstilz verschwinden. Ja, wisst ihr, es ist eben sehr schwer, die Kraft der Phantasie zu behalten, wenn Menschen in deiner Nähe keine haben. Es hat geklopft und draußen steht die Freundin von Medi. Sie kommt, um Medi zum Reiten abzuholen. Rita ist ihr Name und sie hat wirklich keine Phantasie. Das ist aber auch kein Wunder, denn ihr Hobby ist der Fernseher. Das bringt natürlich die Besucher vom Planet Merkur zum Verschwinden. Aber was ist mit dem goldenen Buch? Und warum haben Rumpelstilz und Rotkappe so reagiert? Werden sie jemals wiederkommen? Naja, jetzt kommt auf jeden Fall einmal die Freundin von Medi. Herein! Hey Medi, bist du soweit? Beeil dich, wir kommen sonst noch zu spät. Ich darf nicht, wegen dieser blöden Mathe-Schularbeit und wegen dem Chaos in meinem Zimmer. Und eigentlich will ich auch gar nicht mehr. Du willst nicht mehr reiten gehen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wenn du wüsstest. Stell dir vor, Rumpelstilzchen und Rotkäppchen waren hier in meinem Zimmer. Ich habe mit ihnen geredet. Was erzählst du mir da für einen Blödsinn? Komm endlich, wir fragen noch mal deine Eltern. Die werden sich schon rumkriegen. Du verstehst nicht, ich kann jetzt nicht weg. Also wie ist das zu steil? Wenn du meinst, dass ich mir diesen Käse noch länger anhöre, dann hast du dich getäuscht. Ich gehe alleine reiten. Bleib du doch da und träum weiter.
so war das mit Rita. Sie kann eben nichts anfangen mit solchen Geschichten. Aber Medi hat jetzt echt keine Zeit, sich mit Rita zu beschäftigen. Sie wollte sofort wieder Rumpelstilz und Rotkappe rufen. Und das hat sie auch gemacht. Sie hat die Augen geschlossen, sich die beiden vorgestellt und siehe da, es klopfte wieder an der Tür. Aber halt, bevor sie hereinstürmen, sei noch etwas gesagt. Rumpelstilz, diese Plaudertasche. Er hat es nicht lassen können, jeden auf Melchior von seiner Reise zu erzählen und davon, dass es auf der Erde ein Mädchen gibt, das das goldene Buch hat. Rotkappe wollte, dass er still sei. Aber naja, ihr wisst ja, wenn Plaudertaschen reden, dann reden sie. Du Plaudertasche, wenn das doch alles so aufregend ist. Nur weiß jeder, wo das goldene Buch der Großmutter versteckt ist. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr wieder da seid. Kann mir mal jemand diese Aufregung hier erklären? Ja, ich. Nein, ich mach das. Du hast schon genug geredet auf dem Melchior. Du, immer du. Also, dieses Buch ist das Wertvollste, das es auf Melchior gab. Die Großmutter, alle haben sie so genannt, war eine gute Königin. Bei allen sehr beliebt und sehr bekannt und gescheit. Und sie hatte die Kraft, ihre Gedanken wahr werden zu lassen und hat dieses Buch geschrieben. Und du hast ja schon gesehen, welche Kraft darin steckt. Ja, die Kraft der Phantasie. Wenn du dir etwas ganz fest vorstellst, kann es wahr werden. Aber beim goldenen Buch der Großmutter wird es ganz bestimmt wahr. Und es stehen nicht nur angenehme Dinge drin. Die Großmutter hatte Angst, dass es in böse Hände geraten könnte und hat es vor ihrem Tod versteckt. Und du hast jedem erzählt, wo es ist. Ja, und die kann man ja eh nicht hierher, du Schlaumeierin. Ich kann mich an sehr viel erinnern, was in diesem Buch steht. Wird das wirklich alles wahr? Alles? Nur wenn du das ganz klar in deinem Kopf siehst. Sobald du das Buch zumachst, ist es wieder weg. Und das Buch bleibt bei dem, der es zugemacht hat. Ich probiere das mal aus, Freunde. Ich hole euch dann wieder. Auf Melchior herrschte große Aufregung. Jeder wollte von den beiden wissen, wie es auf der Erde aussieht und wie sie es geschafft haben, dorthin zu kommen. Auch Hexe Schwarzzahn und ihr Helfer Hexenschuss wussten vom Buch und hatten eine böse Idee. Sie vergifteten einen Apfel. Wer von diesem Apfel isst, schläft ein und träumt von ihnen. Das würde ihnen helfen, auf die Erde zu kommen. Denn im Traum würde Medi ein klares Bild von ihnen im Kopf haben. Schwarzzahn verkleidete sich als Apfelhändlerin und gab Rumpelstilz den Apfel, mit der Bitte, ihn dem Mädchen auf der Erde zu schenken. Und das tat Rumpelstilz auch, nett wie er war. Rumpelstilz und Rotkappe traten ein mit dem Gewohnten. Du hast uns gerufen, hier sind wir. Rumpelstilz gab Medi den Apfel. Sie nahm davon gleich einen ganz großen Bissen. Denn erstens war er wunderschön rot und zweitens faszinierte sie die Tatsache, dass dieser Apfel von einem fremden Planeten stammte. Wie der wohl schmecken würde. Du hast uns gerufen. Hier sind wir. Schau, was ich dir mitgebracht habe. Habe ich von einer netten alten Dame bekommen. Extra für dich. Oh, vielen Dank. Ein Apfel von Melchior. Und so schön. Den probiere ich gleich. Irgendwie war ich total müde. Medi? Hey, was ist das denn? Aufwachen, Medi. Du hast Besuch. Das gehört sich nicht. Rumpel, sei mal still. Ich fürchte, es gibt Schwierigkeiten. Mit diesem Apfel stimmt etwas nicht. In diesem Moment klopft sie schon wieder an der Tür. Rotkappe und Rumpelstilz verstecken sich schnell. Und Hexe Schwarzzahn mit Helfer Hexenschuss kommen herein. Du hast mich gerufen. Hier bin ich. Gleich bin ich die mächtigste im Universum. Gleich besitze ich die Kraft der
stehen. Du meinst, ich werde dir das Buch vorlesen, Chefin. Du weißt ja dein Auge. Ja, natürlich du! Nenn mich nicht immer Chefin! Okay, Chefin. Gut, dass Großmutter alles aufgeschrieben hat. Alles, was sie sich vorstellen konnte. Und das war eine ganze Menge. Wo ist das Buch? In diesem Saustall kann man ja nichts finden. So etwas macht mich wütend und Wut macht mich blind. Also muss ich mich beruhigen, damit ich das Buch entdecke. Hexenschuss, ein Beruhigungsmittel. Jawohl, Chefin. Ich meine mächtige Hexe Schwarzzahn. Ich gebe dir geriebene Faultierkrallen mit etwas Schlafgabe. Das ist gut. Da ist es ja. Gut gemacht, Hexenschuss, das Mittel wirkt. Na, sowas Dummes. Diese Göre hat es als Kopfpolster benutzt. Wenn ich es herausziehe, kann ich es nicht zuschlagen. Und wenn ich es drin lasse, kann ich es nicht herausziehen. Hexenschuss, hilf mir. Scheiße, schöne Hexe Schwarzzahn. Ich habe eine Idee. Wir warten, bis sie aufwacht und fragen sie dann, ob sie uns das Buch leihen kann. Sowas Dummes, lass dir sofort was Besseres einfallen oder du bist gefeuert. Jetzt weiß ich, wir besprühen das Buch mit den neuen Buchschrifttropfen. Dann wird es ein Hexenspiel, das Büchlein herauszuziehen und zu stehlen. Gut gemacht, Hexenschuss, gib her. Gesundheit. Was war das? Niemand darf wissen, dass wir die Kraft der Phantasie stehen. Ihr seid noch da. Bitte nicht verzaubern, bitte! Und bevor ich verzaubern werde, am besten in einem Bücherwurm. Dann kann ich euch gleich mitnehmen. Wunderbare Idee. Ich schlage den Mappenspruch vor. Er steht auf Seite 13, 50, 7. Du warst das mit dem Apfel, du böse, hinterhältige, gierige Hexe. Rede ruhig. Hexenschuss die Mappe. Schwarzer Zahn und Wasserhahn, Fliegenpilz und Rumpelstilz, rote Kappe, halte Klappe, als Bücherwurm in diese Mappe. Aber nichts geschieht. Es ist kurz, ganz still. Vielleicht doch ein anderer Spruch. Warum geht das nicht? Wo ist meine Zauberkraft? Durch diesen Schrei wacht Medi auf. Was ist los? Was ist geschehen? Meli, mach das Buch zu schnell. Nein, gib mir das Buch, ich mache es für dich zu. Du bist da! Ich habe von dir geträumt. Meli, mach das Buch zu schnell. Nein! Meli, was geht hier vor? Mit wem sprichst du? Und was war dieser Krach? Ich habe nur laut geredet und dann das Märchenbuch zugeschlagen. Zusammengeräumt hast du ja auch noch nicht. Jetzt wird's aber Zeit. Wenn das alles nicht in einer Viertelstunde fertig ist, müssen wir uns etwas überlegen. Komisch, ich hätte schwören können, dass ich mehrere Stimmen gehört habe. Da ist wohl wieder die Phantasie mit dir durchgegangen, mein Lieber. Komm, Willi. Ich bin total erledigt. In einer Viertelstunde schaffe ich das doch nie. Aber vielleicht helfen mir ja meine neuen Freunde. Die Kraft der Phantasie bleibt also bei Medi. Sie hat aber gemerkt, dass diese Kraft auch ganz schön gefährlich sein kann. Schwarzzahn hat sich beinahe zu Tode geärgert, weil es den meisten ziemlich egal war, denn beliebt war sie nie. Übrigens, sie hatte vergessen, dass ihre Zauberkraft nur auf Melchior wirkt.
Das war echtes Glück für die anderen. In ihrem Zorn hat sie Hexenschuss entlassen, was ihm sehr recht war. Endlich war er wieder frei. Der König von Märchen meinte, es sei gut, wenn das goldene Buch auf der Erde bleibe, denn wenigstens habe er dann Frieden in seinem Reich. Rumpelstilz und Rotkappe freuten sich aber schon wieder auf ihre nächste Reise. Nachdem Mädi Rumpelstilz und Rotkappe gerufen hatte, war wieder Ruhe angekehrt und die Gefahr gebannt. Du hast uns gerufen. Hier sind wir. Großmutter hatte recht. Die Kraft der Phantasie darf nicht in falsche Hände geraten. Wie kann ich verhindern, dass Schwarzzahn wiederkommt? Reiß einfach raus aus dem Buch. Aber in meiner Erinnerung gibt es sie ja dann trotzdem noch. Ja, aber sie kann dann nicht mehr zu dir kommen. Ah, das ist gut. Es gibt aber noch ein anderes Problem. Wie schaffe ich es, in einer Viertelstunde in meinem Zimmer Elternwohnung zu machen? Also Mädi, ich bin zwar gut im Zusammenräumen, aber das hier schaffe ich auch nicht. Ich glaube, du musst Hilfe holen. Wie wär's mit den 12 Zwergen? Sind es nicht 7? Nein, es sind 12. Und Schneewittchen ist in Wahrheit ihr Hund. Aber manchmal ist es wohl besser, die Menschen in ihrem Glauben zu lassen. Die meisten weinen nämlich, wenn sie die Wahrheit erfahren. Mädi schließt noch einmal ihre Augen und stellt sich die 12 Zwerge vor. Alle auf mein Kommando! Du hast uns gerufen? Hier sind wir. Was sollen wir tun? Ich brauche Elternwohnung in meinem Zimmer. Könnt ihr mir dabei helfen? Ja klar, für sowas kannst du uns immer holen. Das macht Spaß. Los, Leute! Ist vorbei. Die Eltern werden das Zimmer sicher bald überprüfen. Mädi hat sich bei den Zwergen bedankt und versprochen, sie bald wieder auf die Erde reisen zu lassen. Natürlich auch Rotkappe und Rumpelstilz und wer weiß wen noch alles. Die Seite mit der Hexe Schwarzzahn gibt es schon lange nicht mehr. Vergessen wird Mädi diese Hexe aber wohl nie mehr. Ah, es klopft. Das werden die Eltern sein. Mädi, das sieht wunderbar aus. Ich habe immer gewusst, wenn du willst, geht alles.
Ich bin stolz auf dich, Medi. Ich selbst hätte es nicht besser machen können. Fantastisch. So eine Ordnung hätte ich in meinem Büro auch gern. Wie hast du das gemacht? Hol dir halt die 12 Zwerge. Die helfen dir bestimmt gern. Mir haben sie nämlich auch geholfen. Es wäre schön, wenn das ginge, aber leider gibt es so etwas nicht. Ich freue mich, dass du wieder zum Scholzen aufgeweckt bist. Es ist spät, Medi. Ich glaube, es ist Zeit für dich schlafen zu gehen. Übrigens, das mit den 12 Zwergen ist eine tolle Idee. Wenn sie dich wieder einmal besuchen kommen, dann schick mir doch wenigstens einen runter in die Küche. Ja, ich werde jetzt schlafen gehen. Und ich weiß auch schon, was ich träumen werde. Gute Nacht, wenn die wüssten. Manche glauben nicht an die Kraft der Phantasie. Die aber, die es tun, wissen, dass es sie wirklich gibt. Oder habt ihr eine andere Erklärung dafür, dass das Zimmer von Medi in einer Viertelstunde so aufgeräumt war? Diese Geschichte aber endet hier. Ich wünsche uns allen viele, viele schöne Bilder im Kopf und nicht vergessen, wer an die Phantasie glaubt, ist nie allein.